Guten Tag. Mein Auto macht seltsame Geräusche. Guten Tag. Mein Auto macht seltsame Geräusche. Guten Tag. Welche Art von Geräusch ist es? Guten Tag. Welche Art von Geräusch ist es? Es klingt wie ein Klopfen. Es kommt vom Motor. Es klingt wie ein Klopfen. Es kommt vom Motor. Wann tritt das Problem auf? Beim Fahren? Wann tritt das Problem auf? Beim Fahren? Besonders beim Beschleunigen. Es wird immer lauter. Besonders beim Beschleunigen. Es wird immer lauter. Ich verstehe. Das könnte ernst sein. Wir müssen den Motor prüfen. Ich verstehe. Das könnte ernst sein. Wir müssen den Motor prüfen. Wie lange dauert die Diagnose? Ich brauche das Auto heute. Wie lange dauert die Diagnose? Ich brauche das Auto heute. Die Diagnose dauert etwa eine Stunde. Dann wissen wir mehr. Die Diagnose dauert etwa eine Stunde. Dann wissen wir mehr. Okay, was könnte es sein? Ist es teuer? Okay, was könnte es sein? Ist es teuer? Möglicherweise ein Lagerschaden. Das kann kostspielig werden, aber wir prüfen erst alles genau. Möglicherweise ein Lagerschaden. Das kann kostspielig werden, aber wir prüfen erst alles genau. Oh nein, wie viel könnte es kosten? Oh nein, wie viel könnte es kosten? Zwischen 800 und 1500 Euro. Das hängt vom Schaden ab. Zwischen 800 und 1500 Euro. Das hängt vom Schaden ab. Das ist viel Geld. Gibt es Alternativen? Das ist viel Geld. Gibt es Alternativen? Wir können nach gebrauchten Teilen suchen. Das spart Kosten. Wir können nach gebrauchten Teilen suchen. Das spart Kosten. Das wäre gut. Rufen Sie mich an? Das wäre gut. Rufen Sie mich an? Meine Bremsen funktionieren schlecht. Das ist gefährlich. Meine Bremsen funktionieren schlecht. Das ist gefährlich. Das klingt dringend. Wann ist es passiert? Das klingt dringend. Wann ist es passiert? Heute Morgen auf der Autobahn. Ich hatte große Angst. Heute Morgen auf der Autobahn. Ich hatte große Angst. Ich verstehe Ihre Sorge völlig. Wir schauen sofort nach. Ich verstehe Ihre Sorge völlig. Wir schauen sofort nach. Danke. Können Sie heute reparieren? Ich brauche das Auto. Danke. Können Sie heute reparieren? Ich brauche das Auto. Wir versuchen es. Bremsen haben Priorität. Sicherheit geht vor. Wir versuchen es. Bremsen haben Priorität. Sicherheit geht vor. Was könnte das Problem sein? Die Bremsen sind neu. Was könnte das Problem sein? Die Bremsen sind neu. Vielleicht ein Flüssigkeitsleck oder die Bremsbeläge sind defekt. Vielleicht ein Flüssigkeitsleck oder die Bremsbeläge sind defekt. Wie lange halten Bremsbeläge normalerweise? Erst ein Jahr alt. Wie lange halten Bremsbeläge normalerweise?
Erst ein Jahr alt. Normalerweise 30.000 Kilometer mindestens. Das ist ungewöhnlich. Möglicherweise ein Herstellungsfehler. Normalerweise 30.000 Kilometer mindestens. Das ist ungewöhnlich. Möglicherweise ein Herstellungsfehler. Kann ich Garantie beanspruchen? Ich habe die Rechnung. Kann ich Garantie beanspruchen? Ich habe die Rechnung. Ja, das sollte möglich sein. Bringen Sie die Unterlagen mit. Ja, das sollte möglich sein. Bringen Sie die Unterlagen mit. Gut, wann kann ich abholen? Morgen? Gut, wann kann ich abholen? Morgen? Wahrscheinlich morgen Nachmittag. Ich rufe Sie an. Wahrscheinlich morgen Nachmittag. Ich rufe Sie an. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das Getriebe schaltet nicht richtig. Es ruckelt stark. Das Getriebe schaltet nicht richtig. Es ruckelt stark. Wann bemerken Sie das Ruckeln? Bei allen Gängen? Wann bemerken Sie das Ruckeln? Bei allen Gängen? Hauptsächlich beim zweiten und dritten Gang. Manchmal springt es raus. Hauptsächlich beim zweiten und dritten Gang. Manchmal springt es raus. Das ist ein ernstes Problem. Wir brauchen eine gründliche Untersuchung. Das ist ein ernstes Problem. Wir brauchen eine gründliche Untersuchung. Ich habe Angst vor den Kosten. Getriebe sind teuer, oder? Ich habe Angst vor den Kosten. Getriebe sind teuer, oder? Ja, leider. Eine Reparatur kostet oft 2000 Euro, manchmal mehr. Ja, leider. Eine Reparatur kostet oft 2000 Euro, manchmal mehr. Oh Gott, kann man es überhaupt reparieren? Oh Gott, kann man es überhaupt reparieren? Das kommt auf den Schaden an. Vielleicht reicht eine Teilreparatur. Das kommt auf den Schaden an. Vielleicht reicht eine Teilreparatur. Was wäre die günstigste Lösung? Ich bin Studentin. Was wäre die günstigste Lösung? Ich bin Studentin. Wir könnten ein gebrauchtes Getriebe einbauen. Das kostet weniger, etwa 1200 Euro mit Einbau. Wir könnten ein gebrauchtes Getriebe einbauen. Das kostet weniger, etwa 1200 Euro mit Einbau. Das ist immer noch viel Geld. Gibt es Ratenzahlung? Das ist immer noch viel Geld. Gibt es Ratenzahlung? Ja, wir arbeiten mit einer Bank zusammen. Sie können in Raten zahlen. Ja, wir arbeiten mit einer Bank zusammen. Sie können in Raten zahlen. Das hilft mir sehr. Wie lange dauert die Reparatur? Das hilft mir sehr. Wie lange dauert die Reparatur? Ungefähr 3 bis 4 Tage. Wir brauchen das passende Teil. Ungefähr 3 bis 4 Tage. Wir brauchen das passende Teil. Verstehe. Ich überlege es mir heute Abend. Verstehe. Ich überlege es mir heute Abend. Die Klimaanlage funktioniert überhaupt nicht mehr.
Es ist unerträglich heiß. Die Klimaanlage funktioniert überhaupt nicht mehr. Es ist unerträglich heiß. Das ist im Sommer wirklich schlimm. Seit wann ist sie kaputt? Das ist im Sommer wirklich schlimm. Seit wann ist sie kaputt? Seit gestern. Erst war sie schwach, jetzt kommt gar nichts mehr. Seit gestern. Erst war sie schwach, jetzt kommt gar nichts mehr. Wahrscheinlich ist das Kühlmittel leer oder der Kompressor ist defekt. Wahrscheinlich ist das Kühlmittel leer oder der Kompressor ist defekt. Was ist teurer, das Kühlmittel oder der Kompressor? Was ist teurer, das Kühlmittel oder der Kompressor? Kühlmittel auffüllen kostet nur 80 Euro. Ein neuer Kompressor kostet 600 Euro. Kühlmittel auffüllen kostet nur 80 Euro. Ein neuer Kompressor kostet 600 Euro. Das ist ein großer Unterschied. Wie finden wir es heraus? Das ist ein großer Unterschied. Wie finden wir es heraus? Wir machen einen Drucktest. Das kostet 40 Euro. Dann wissen wir es genau. Wir machen einen Drucktest. Das kostet 40 Euro. Dann wissen wir es genau. Okay, machen Sie den Test bitte. Wie lange dauert das? Okay, machen Sie den Test bitte. Wie lange dauert das? Etwa 20 Minuten. Ich kann sofort anfangen. Etwa 20 Minuten. Ich kann sofort anfangen. Super. Und wenn es der Kompressor ist? Super. Und wenn es der Kompressor ist? Dann brauchen wir 2 Tage für die Reparatur. Wir müssen bestellen. Dann brauchen wir 2 Tage für die Reparatur. Wir müssen bestellen. Können Sie heute das Kühlmittel auffüllen, falls es das ist? Können Sie heute das Kühlmittel auffüllen, falls es das ist? Ja, natürlich. Das mache ich sofort nach dem Test. Ja, natürlich. Das mache ich sofort nach dem Test. Perfekt. Ich warte hier. Vielen Dank. Perfekt. Ich warte hier. Vielen Dank. Mein Auto springt nicht an. Die Batterie ist tot. Mein Auto springt nicht an. Die Batterie ist tot. Ist das heute Morgen passiert? Bei der Kälte? Ist das heute Morgen passiert? Bei der Kälte? Ja, genau. Es macht nur noch klickende Geräusche. Ja, genau. Es macht nur noch klickende Geräusche. Das klingt eindeutig nach der Batterie. Wie alt ist sie? Das klingt eindeutig nach der Batterie. Wie alt ist sie? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht 5 Jahre? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht 5 Jahre? Das ist sehr alt für eine Batterie. Normal sind 3 Jahre. Das ist sehr alt für eine Batterie. Normal sind 3 Jahre. Muss ich eine neue kaufen? Was kostet das? Muss ich eine neue kaufen? Was kostet das? Eine gute Batterie kostet 120 Euro. Mit Einbau 140 Euro. Eine gute Batterie kostet 120 Euro. Mit Einbau 140 Euro. Können Sie sie jetzt einbauen? Ich muss zur Arbeit.
Können Sie sie jetzt einbauen? Ich muss zur Arbeit. Ja, das dauert nur 15 Minuten. Wir haben Batterien auf Lager. Ja, das dauert nur 15 Minuten. Wir haben Batterien auf Lager. Großartig. Gibt es eine Garantie darauf? Großartig. Gibt es eine Garantie darauf? Ja, 3 Jahre Garantie. Das ist Standard. Ja, 3 Jahre Garantie. Das ist Standard. Sehr gut. Und die Lichtmaschine, ist die okay? Sehr gut. Und die Lichtmaschine, ist die okay? Wir testen sie kostenlos. Das gehört zum Service dazu. Wir testen sie kostenlos. Das gehört zum Service dazu. Danke, das ist sehr kundenfreundlich von Ihnen. Danke, das ist sehr kundenfreundlich von Ihnen. Der Auspuff ist extrem laut geworden. Die Nachbarn beschweren sich. Der Auspuff ist extrem laut geworden. Die Nachbarn beschweren sich. Das verstehe ich. Wie lange ist das schon so? Das verstehe ich. Wie lange ist das schon so? Seit etwa einer Woche. Es wird jeden Tag lauter. Seit etwa einer Woche. Es wird jeden Tag lauter. Vermutlich hat der Auspuff ein Loch oder die Aufhängung ist kaputt. Vermutlich hat der Auspuff ein Loch oder die Aufhängung ist kaputt. Ist das gefährlich? Können Abgase ins Auto kommen? Ist das gefährlich? Können Abgase ins Auto kommen? Ja, das ist möglich. Sie sollten nicht mehr fahren, das ist gesundheitsschädlich. Ja, das ist möglich. Sie sollten nicht mehr fahren, das ist gesundheitsschädlich. Oh, das wusste ich nicht. Was kostet eine Reparatur? Oh, das wusste ich nicht. Was kostet eine Reparatur? Ein neuer Endtopf kostet 250 Euro, mit Arbeit 350 Euro. Ein neuer Endtopf kostet 250 Euro, mit Arbeit 350 Euro. Muss der ganze Auspuff erneuert werden oder nur ein Teil? Muss der ganze Auspuff erneuert werden oder nur ein Teil? Das sehe ich nach der Inspektion. Vielleicht reicht eine Schweißarbeit. Das kostet nur 80 Euro. Das sehe ich nach der Inspektion. Vielleicht reicht eine Schweißarbeit. Das kostet nur 80 Euro. Das wäre natürlich viel besser. Wie schnell können Sie schauen? Das wäre natürlich viel besser. Wie schnell können Sie schauen? Ich hebe das Auto jetzt auf die Hebebühne. Einen Moment bitte. Ich hebe das Auto jetzt auf die Hebebühne. Einen Moment bitte. Danke. Hoffentlich ist es nur klein. Danke. Hoffentlich ist es nur klein. Ich informiere Sie in 5 Minuten. Raten Sie im Büro. Ich informiere Sie in 5 Minuten. Raten Sie im Büro. Alles klar. Ich hole mir einen Kaffee. Alles klar. Ich hole mir einen Kaffee. Unter meinem Auto sind Ölflecken. Jeden Morgen neue Flecken. Unter meinem Auto sind Ölflecken. Jeden Morgen neue Flecken. Das deutet auf ein Leck hin. Wo parken Sie normalerweise? Das deutet auf ein Leck hin. Wo parken Sie normalerweise?
In meiner Einfahrt. Die Flecken werden größer. In meiner Einfahrt. Die Flecken werden größer. Wir müssen die Quelle finden. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wir müssen die Quelle finden. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ist das sehr ernst? Kann der Motor kaputt gehen? Ist das sehr ernst? Kann der Motor kaputt gehen? Ja, ohne genug Öl überhitzt der Motor. Das wird sehr teuer dann. Ja, ohne genug Öl überhitzt der Motor. Das wird sehr teuer dann. Was könnte lecken? Die Ölwanne? Die Dichtung? Was könnte lecken? Die Ölwanne? Die Dichtung? Möglicherweise die Ventildeckeldichtung oder die Ölwanne selbst. Auch Ölleitungen können porös werden. Möglicherweise die Ventildeckeldichtung oder die Ölwanne selbst. Auch Ölleitungen können porös werden. Wie viel kostet so eine Reparatur? Ich bin auf mein Auto angewiesen. Wie viel kostet so eine Reparatur? Ich bin auf mein Auto angewiesen. Eine Dichtung kostet 200 Euro, eine neue Ölwanne 400 Euro. Kommt darauf an. Eine Dichtung kostet 200 Euro, eine neue Ölwanne 400 Euro. Kommt darauf an. Können Sie heute schauen? Das macht mir Sorgen. Können Sie heute schauen? Das macht mir Sorgen. Ja, ich untersuche es sofort. Wir reinigen erst den Motor, dann sehen wir besser. Ja, ich untersuche es sofort. Wir reinigen erst den Motor, dann sehen wir besser. Wie lange dauert die Untersuchung? Kann ich warten? Wie lange dauert die Untersuchung? Kann ich warten? Etwa 30 Minuten. Sie können gerne warten. Etwa 30 Minuten. Sie können gerne warten. Gut, ich bleibe hier. Danke für Ihre Hilfe. Gut, ich bleibe hier. Danke für Ihre Hilfe. Die Federung ist sehr hart geworden. Jede Unebenheit spüre ich. Die Federung ist sehr hart geworden. Jede Unebenheit spüre ich. Fahren Sie oft auf schlechten Straßen? Über Schlaglöcher? Fahren Sie oft auf schlechten Straßen? Über Schlaglöcher? Ja, mein Arbeitsweg hat viele Schlaglöcher. Das nervt total. Ja, mein Arbeitsweg hat viele Schlaglöcher. Das nervt total. Die Stoßdämpfer sind wahrscheinlich verschlissen. Das passiert mit der Zeit. Die Stoßdämpfer sind wahrscheinlich verschlissen. Das passiert mit der Zeit. Wie erkenne ich defekte Stoßdämpfer? Gibt es andere Anzeichen? Wie erkenne ich defekte Stoßdämpfer? Gibt es andere Anzeichen? Das Auto wippt nach beim Bremsen oder es zieht zur Seite. Das Auto wippt nach beim Bremsen oder es zieht zur Seite. Ja, das stimmt. Es wippt tatsächlich. Ist das gefährlich? Ja, das stimmt. Es wippt tatsächlich. Ist das gefährlich? Für die Sicherheit schon. Der Bremsweg wird länger. Das ist riskant. Für die Sicherheit schon. Der Bremsweg wird länger. Das ist riskant. Wie viel kostet der Austausch? Alle 4 Stoßdämpfer? Wie viel kostet der Austausch? Alle 4 Stoßdämpfer? Pro Stoßdämpfer etwa 150 Euro. Für alle 4 600 Euro. Plus Arbeit macht 900 Euro insgesamt.
Pro Stoßdämpfer etwa 150 Euro, für alle 4 600 Euro. Plus Arbeit macht 900 Euro insgesamt. Puh, das ist teuer. Muss ich alle wechseln? Puh, das ist teuer. Muss ich alle wechseln? Die Vorderachse mindestens. Beide Seiten immer zusammen, sonst fährt das Auto schief. Die Vorderachse mindestens. Beide Seiten immer zusammen, sonst fährt das Auto schief. Und die Hinterachse kann warten? Noch etwas? Und die Hinterachse kann warten? Noch etwas? Ja, das geht noch, aber nicht zu lange warten. Ja, das geht noch, aber nicht zu lange warten. Okay, machen Sie die Vorderachse heute, die Hinterachse nächsten Monat. Okay, machen Sie die Vorderachse heute, die Hinterachse nächsten Monat. Der Zahnriemen muss gewechselt werden. Das steht im Serviceheft. Der Zahnriemen muss gewechselt werden. Das steht im Serviceheft. Wie viele Kilometer hat Ihr Auto? Wann war der letzte Wechsel? Wie viele Kilometer hat Ihr Auto? Wann war der letzte Wechsel? 120.000 Kilometer. Ich habe ihn noch nie gewechselt. 120.000 Kilometer. Ich habe ihn noch nie gewechselt. Das ist dringend. Der Riemen kann reißen, dann ist der Motor kaputt. Das ist dringend. Der Riemen kann reißen, dann ist der Motor kaputt. Oh nein, wie teuer ist ein kaputter Motor? Oh nein, wie teuer ist ein kaputter Motor? Ein neuer Motor kostet 5000 Euro, mindestens. Manchmal ist das Auto Totalschaden. Ein neuer Motor kostet 5000 Euro, mindestens. Manchmal ist das Auto Totalschaden. Das ist ja schrecklich. Was kostet der Zahnriemenwechsel? Das ist ja schrecklich. Was kostet der Zahnriemenwechsel? Etwa 600 Euro. Wir tauschen auch die Wasserpumpe. Das ist Standard. Etwa 600 Euro. Wir tauschen auch die Wasserpumpe. Das ist Standard. Warum die Wasserpumpe? Die funktioniert doch noch. Warum die Wasserpumpe? Die funktioniert doch noch. Sie sitzt hinter dem Zahnriemen. Die Arbeit ist gleich. So sparen Sie später Geld. Sie sitzt hinter dem Zahnriemen. Die Arbeit ist gleich. So sparen Sie später Geld. Das macht Sinn. Wie lange dauert die Arbeit? Das macht Sinn. Wie lange dauert die Arbeit? Einen ganzen Tag, etwa 6 Stunden Arbeit. Das ist kompliziert. Einen ganzen Tag, etwa 6 Stunden Arbeit. Das ist kompliziert. Können Sie morgen anfangen? Ich habe Zeit. Können Sie morgen anfangen? Ich habe Zeit. Ja, bringen Sie das Auto um 8 Uhr. Nachmittags ist es fertig. Ja, bringen Sie das Auto um 8 Uhr. Nachmittags ist es fertig. Perfekt. Ich bin sehr erleichtert. Vielen Dank. Perfekt. Ich bin sehr erleichtert. Vielen Dank. Die Temperaturanzeige steigt schnell an. Das Auto überhitzt ständig. Die Temperaturanzeige steigt schnell an. Das Auto überhitzt ständig. Haben Sie angehalten sofort? Weiterfahren ist gefährlich.
Haben Sie angehalten sofort? Weiterfahren ist gefährlich. Ja, ich stand auf der Autobahn. Der ADC hat mich abgeschleppt. Ja, ich stand auf der Autobahn. Der ADC hat mich abgeschleppt. Gut gemacht. Überhitzung zerstört den Motor schnell. Sehr teuer. Gut gemacht. Überhitzung zerstört den Motor schnell. Sehr teuer. Was kann die Ursache sein? Der Kühler, das Thermostat? Was kann die Ursache sein? Der Kühler, das Thermostat? Viele Möglichkeiten. Kühler, Thermostat, Wasserpumpe, Kühlmittelverlust. Wir prüfen alles systematisch. Viele Möglichkeiten. Kühler, Thermostat, Wasserpumpe, Kühlmittelverlust. Wir prüfen alles systematisch. Wie lange dauert so eine Diagnose? Ich brauche Gewissheit. Wie lange dauert so eine Diagnose? Ich brauche Gewissheit. Etwa eine Stunde. Wir machen einen Drucktest. Dann sehen wir das Leck. Etwa eine Stunde. Wir machen einen Drucktest. Dann sehen wir das Leck. Und wenn es die Wasserpumpe ist, was kostet das? Und wenn es die Wasserpumpe ist, was kostet das? Wasserpumpe mit Einbau kostet 350 Euro. Ein Kühler ist teurer, so 500 Euro. Wasserpumpe mit Einbau kostet 350 Euro. Ein Kühler ist teurer, so 500 Euro. Hoffentlich nichts am Zylinderkopf. Das ist richtig teuer, oder? Hoffentlich nichts am Zylinderkopf. Das ist richtig teuer, oder? Ja, Zylinderkopfdichtung kostet 1200 Euro. Das wäre schlimm, aber wir testen das. Ja, Zylinderkopfdichtung kostet 1200 Euro. Das wäre schlimm, aber wir testen das. Ich bin so nervös. Das Auto ist wichtig für mich. Ich bin so nervös. Das Auto ist wichtig für mich. Ich verstehe das. Wir kümmern uns gut darum. Keine Sorge. Ich verstehe das. Wir kümmern uns gut darum. Keine Sorge. Danke. Das beruhigt mich etwas. Rufen Sie mich bitte an? Danke. Das beruhigt mich etwas. Rufen Sie mich bitte an? Das Auto verbraucht plötzlich viel mehr Benzin, fast das Doppelte. Das Auto verbraucht plötzlich viel mehr Benzin, fast das Doppelte. Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Seit wann ist das so? Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Seit wann ist das so? Seit 2 Wochen etwa. Und es hat weniger Kraft. Seit 2 Wochen etwa. Und es hat weniger Kraft. Klingt nach einem Problem im Kraftstoffsystem. Vielleicht die Einspritzdüsen. Klingt nach einem Problem im Kraftstoffsystem. Vielleicht die Einspritzdüsen. Was sind Einspritzdüsen genau? Ich kenne mich nicht aus. Was sind Einspritzdüsen genau? Ich kenne mich nicht aus. Sie spritzen Benzin in den Motor. Wenn sie verstopft sind, läuft nichts richtig. Sie spritzen Benzin in den Motor. Wenn sie verstopft sind, läuft nichts richtig. Kann man die reinigen oder brauche ich neue? Kann man die reinigen oder brauche ich neue? Erst versuchen wir eine Reinigung. Das kostet 150 Euro. Neue kosten 800 Euro. Erst versuchen wir eine Reinigung. Das kostet 150 Euro. Neue kosten 800 Euro.
Bitte versuchen Sie die Reinigung zuerst. Das klingt günstiger. Bitte versuchen Sie die Reinigung zuerst. Das klingt günstiger. Natürlich. Meistens funktioniert das gut. Die Düsen werden dann wieder sauber. Natürlich. Meistens funktioniert das gut. Die Düsen werden dann wieder sauber. Wie lange dauert die Reinigung? Einen Tag? Wie lange dauert die Reinigung? Einen Tag? Nein, nur 3 Stunden. Das geht relativ schnell. Nein, nur 3 Stunden. Das geht relativ schnell. Super. Können Sie heute noch? Ich warte gerne. Super. Können Sie heute noch? Ich warte gerne. Ja, kein Problem. Ich fange sofort an. Ja, kein Problem. Ich fange sofort an. Vielen Dank. Sie sind sehr hilfsfreudig heute. Vielen Dank. Sie sind sehr hilfsfreudig heute. Die Kupplung rutscht beim Schalten, besonders am Berg. Die Kupplung rutscht beim Schalten, besonders am Berg. Wie viele Kilometer hat das Auto? Wann kam das erste Mal? Wie viele Kilometer hat das Auto? Wann kam das erste Mal? 180.000 Kilometer. Vor einem Monat fing es an. 180.000 Kilometer. Vor einem Monat fing es an. Das ist normal bei dieser Laufleistung. Die Kupplung ist verschlissen. Das ist normal bei dieser Laufleistung. Die Kupplung ist verschlissen. Muss sie komplett erneuert werden? Was kostet das? Muss sie komplett erneuert werden? Was kostet das? Ja, komplett. Kupplungssatz kostet etwa 800 Euro. Mit Arbeit 1300 Euro. Ja, komplett. Kupplungssatz kostet etwa 800 Euro. Mit Arbeit 1300 Euro. Autsch, das ist viel Geld. Kann ich noch fahren? Autsch, das ist viel Geld. Kann ich noch fahren? Noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Dann bleiben Sie stehen. Noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Dann bleiben Sie stehen. Wie lange hält es noch ungefähr? Eine Woche? Einen Monat? Wie lange hält es noch ungefähr? Eine Woche? Einen Monat? Schwer zu sagen. Vielleicht 2 Wochen, aber es wird schlimmer täglich. Schwer zu sagen. Vielleicht 2 Wochen, aber es wird schlimmer täglich. Okay. Können Sie nächste Woche reparieren? Ich brauche Zeit zum Sparen. Okay. Können Sie nächste Woche reparieren? Ich brauche Zeit zum Sparen. Ja, nächsten Dienstag hätte ich Zeit. Die Arbeit dauert einen Tag. Ja, nächsten Dienstag hätte ich Zeit. Die Arbeit dauert einen Tag. Perfekt. Ich bringe das Auto Montagabend. Geht das? Perfekt. Ich bringe das Auto Montagabend. Geht das? Ja, das passt gut. Lassen die den Schlüssel im Briefkasten. Ja, das passt gut. Lassen die den Schlüssel im Briefkasten. Mach ich. Bis nächste Woche dann. Danke. Mach ich. Bis nächste Woche dann. Danke. Die Scheibenwischer schmieren nur noch. Ich sehe nichts bei Regen. Die Scheibenwischer schmieren nur noch. Ich sehe nichts bei Regen. Haben Sie neue Wischerblätter probiert? Das ist oft die Lösung. Haben Sie neue Wischerblätter probiert? Das ist oft die Lösung. Ja, die Blätter sind neu. Trotzdem schmiert es.
Ja, die Blätter sind neu. Trotzdem schmiert es. Dann ist wahrscheinlich die Scheibe verschmutzt oder das Wischwasser ist schlecht. Dann ist wahrscheinlich die Scheibe verschmutzt oder das Wischwasser ist schlecht. Ich benutze normales Wischwasser vom Supermarkt. Ist das falsch? Ich benutze normales Wischwasser vom Supermarkt. Ist das falsch? Manchmal hilft spezielles Reinigungswasser besser. Wir haben Gutes hier. Manchmal hilft spezielles Reinigungswasser besser. Wir haben Gutes hier. Was kostet so eine Flasche? Ist das sehr teuer? Was kostet so eine Flasche? Ist das sehr teuer? Nein, nur 5 Euro. Ich reinige die Scheibe auch professionell. Nein, nur 5 Euro. Ich reinige die Scheibe auch professionell. Das wäre toll. Wie machen Sie das? Mit Spezialreiniger? Das wäre toll. Wie machen Sie das? Mit Spezialreiniger? Ja, wir benutzen Alkohol und Spezialreiniger. Die Scheibe wird glasklar. Das dauert 15 Minuten. Ja, wir benutzen Alkohol und Spezialreiniger. Die Scheibe wird glasklar. Das dauert 15 Minuten. Perfekt. Machen Sie das bitte jetzt. Ich fahre nachher weit. Perfekt. Machen Sie das bitte jetzt. Ich fahre nachher weit. Kein Problem. Ich hole die Sachen. Einen Moment bitte. Kein Problem. Ich hole die Sachen. Einen Moment bitte. Sollte ich die Scheibe öfter reinigen? Wie oft? Sollte ich die Scheibe öfter reinigen? Wie oft? Einmal im Monat ist gut. Bei Insekten öfter. Einmal im Monat ist gut. Bei Insekten öfter. Gut zu wissen. Ich mache das jetzt regelmäßig. Gut zu wissen. Ich mache das jetzt regelmäßig. Das Auto startet manchmal nicht. Der Anlasser macht komische Geräusche. Das Auto startet manchmal nicht. Der Anlasser macht komische Geräusche. Was für Geräusche? Klicken? Schleifen? Beschreiben Sie es bitte. Was für Geräusche? Klicken? Schleifen? Beschreiben Sie es bitte. Es klickt mehrmals. Dann passiert nichts mehr. Alles bleibt still. Es klickt mehrmals. Dann passiert nichts mehr. Alles bleibt still. Das klingt nach einem defekten Anlasser. Der Motor verschleißt mit der Zeit. Das klingt nach einem defekten Anlasser. Der Motor verschleißt mit der Zeit. Kann das auch die Batterie sein? Die ist erst 2 Jahre alt. Kann das auch die Batterie sein? Die ist erst 2 Jahre alt. Möglich. Wir testen beides. Der Batterietest ist kostenlos. Möglich. Wir testen beides. Der Batterietest ist kostenlos. Gut. Was kostet ein neuer Anlasser, falls es das ist? Gut. Was kostet ein neuer Anlasser, falls es das ist? Ein Anlasser kostet 280 Euro. Mit Einbau 380 Euro. Ein Anlasser kostet 280 Euro. Mit Einbau 380 Euro. Können Sie heute testen? Ich habe Angst, stehen zu bleiben. Können Sie heute testen? Ich habe Angst, stehen zu bleiben. Ja, sofort. Geben Sie mir die Schlüssel. Das dauert 10 Minuten. Ja, sofort. Geben Sie mir die Schlüssel. Das dauert 10 Minuten. Hier bitte, ich bin wirklich nervös deswegen. Hier bitte, ich bin wirklich nervös deswegen. Verstehe ich völlig. Wir finden die Ursache. Keine Sorge. Verstehe ich völlig. Wir finden die Ursache. Keine Sorge.
Wenn es der Anlasser ist, können Sie heute tauschen? Wenn es der Anlasser ist, können Sie heute tauschen? Wahrscheinlich. Wir haben meist Anlasser auf Lager. Wahrscheinlich. Wir haben meist Anlasser auf Lager. Das wäre super. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das wäre super. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mein Auto hat Rost am Schweller. Die TÜV-Prüfung kommt bald. Mein Auto hat Rost am Schweller. Die TÜV-Prüfung kommt bald. Zeigen Sie mir die Stelle bitte. Wie groß ist der Rost? Zeigen Sie mir die Stelle bitte. Wie groß ist der Rost? Etwa Handteller groß. Er wird größer jedes Jahr. Etwa Handteller groß. Er wird größer jedes Jahr. Das ist ein Problem für den TÜV. Rost an tragenden Teilen ist kritisch. Das ist ein Problem für den TÜV. Rost an tragenden Teilen ist kritisch. Bekomme ich keine Plakette? Was kann ich machen? Bekomme ich keine Plakette? Was kann ich machen? Nein, ohne Reparatur gibt es keine Plakette. Wir müssen schweißen. Nein, ohne Reparatur gibt es keine Plakette. Wir müssen schweißen. Wie viel kostet so eine Reparatur? Ist das sehr teuer? Wie viel kostet so eine Reparatur? Ist das sehr teuer? Das kommt auf den Umfang an. Mindestens 400 Euro, vielleicht mehr. Das kommt auf den Umfang an. Mindestens 400 Euro, vielleicht mehr. Oh je, lohnt sich das noch? Das Auto ist alt. Oh je, lohnt sich das noch? Das Auto ist alt. Das müssen Sie entscheiden. Der Wert ist vielleicht 2000 Euro. Das müssen Sie entscheiden. Der Wert ist vielleicht 2000 Euro. Gibt es eine günstigere Lösung? Irgendeine Alternative? Gibt es eine günstigere Lösung? Irgendeine Alternative? Wir können den Rost behandeln, minimal, aber der TÜV akzeptiert das vielleicht nicht. Wir können den Rost behandeln, minimal, aber der TÜV akzeptiert das vielleicht nicht. Ich probiere es trotzdem. Was kostet die Minimalreparatur? Ich probiere es trotzdem. Was kostet die Minimalreparatur? Etwa 200 Euro. Ich kann nichts garantieren. Der Prüfer entscheidet. Etwa 200 Euro. Ich kann nichts garantieren. Der Prüfer entscheidet. Okay, versuchen wir es. Ich habe kein Geld für mehr. Okay, versuchen wir es. Ich habe kein Geld für mehr.